Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe. Mein Name ist Lars Korsten und die Themen, die ich für euch mitgebracht habe, sind Thema Evakuierung. Ältere Menschen laut Studie blockieren quasi die Ausgänge, um es mal provokativ zu formulieren. Deutschland senkt die Ticketsteuer, das ist jetzt durch den Bundesrat. Lufthansa prüft die Stilllegung von bis zu 40 Flugzeugen. Weiter geht es bei Miles & More, da gibt es 100 Miles & More Meilen, die ihr kostenlos bekommen könnt am Frankfurter Flughafen, wenn ihr also vor Ort seid. Und last but not least, IHG, Double Points und Night Promotion. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch auf zuzukommen und zu kommentieren. Eine neue Studie zeigt, dass Evakuierung bei hohem Anteil älterer Passagiere deutlich länger dauern als die vorgeschriebenen 90 Sekunden. Das wirft grundlegende Fragen zur Realität der Sicherheitsstandards auf. Auch die Frage zum Beispiel in Amerika ist aufgeworfen worden, dass jemand, der in der Economy Class sitzt und eine Länge hat von 6'4", also 6'4", ich bin 6'7", das sind 2,1 Meter, also 3 weniger mal 3 sind 9, also 10 Zentimeter, also irgendwie 1,90 groß ist, dass derjenige mit seiner Kniescheibe quasi an dem Tabletttisch knallt und dass man dort die Gefahr hat, dass die Kniescheiben zertrümmert werden, wenn man in einen Unfall kommt oder aber unglücklich der Vordermann den Sitz reclint. Also insofern ist das ein Riesenthema. Auch das Thema, dass zum Beispiel, wenn man lang ist, ab einer gewissen Länge, auch dass man unter den Sitz nicht greifen kann und die Brace-Position auch nicht einnehmen kann, weil man gar nicht runterkommt. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen, ja, auf Lufthansa letzte Reihe, glaube ich, Reihe 32 in Neo. Also insofern gibt es trotzdem die wichtigste Regel, innerhalb von 90 Sekunden zu evakuieren. Das ist eine FAA-EASA-Regelung und das über nur eine Seite des Flugzeugs, wenn die andere Seite halt versperrt ist. Und ihr seht, wenn man halt gewisse Körperlänge hat, dass man gar nicht rauskommt und dass man nicht hochkommt, dass man die Schwimmweste nicht anlegen kann. Heißt also Best Case 141 Sekunden, Worst Case 218,5 Sekunden bei einem Flugzeug Typ A320 Airbus. Das waren also die mit älteren Menschen, 90 waren vorgeschrieben. Das heißt also, man hat mit 141 das um 51 Sekunden, also fast eine Minute verlängert und im schlechtesten Fall sind das 2,18, das waren dann sogar über 3 Minuten 30. Ne? Ja, das Szenario war Triebwerksband, reduzierte Ausgänge, Hauptfaktor war halt die geringe Geschwindigkeit, kognitive Einschränkung, aber auch die Sitzverteilung ist entscheidend. Die Sitzplatzstrategie könnte angepasst werden, das heißt also, man könnte breitere Gänge machen, ja, hahaha, man will ja eben die Sitze sage ich jetzt mal, so viel reinpressen, wie es geht. Potenziell soll es neue Sicherheitsregeln und Seating Policies geben. Kann sich auch mit der Exit Row in irgendeiner Art und Weise natürlich nochmal überschneiden, dass man da nochmal genauer hinguckt, wer da sitzt. Und das ist natürlich der Konflikt, den man klassisch hat, der Inklusion, aber auch der Sicherheit. Und da muss man natürlich dann auch gucken, was das Problem dann, welches schlimmer ist. Ne? Hintergrund ist natürlich, dass die alternde Gesellschaft damit ein strukturelles Problem für die Evakuierung darstellt. Und 90 Sekunden sind aus meiner Sicht halt teilweise nur noch Theorie und die werden halt von Leuten geschafft, die das Flugzeug dann am Ende, ja, ich sag mal, von Fans. Das sind Leute, die agil sind und so weiter. Und das Seating sollte aktiv gesteuert werden. Und was ist eigentlich das größere Problem? Ist das Handgepäck? Weil man könnte jetzt noch sagen, naja, die älteren Leute, die haben zwar kognitive Einschränkungen, um es mal provokativ zu formulieren, aber die Jungen nehmen halt die Taschen und die ganzen Sachen mit, die Jacken und so weiter und blockieren damit die Gänge. Wir haben ja in Moskau bei dem Superjet-Unfall gesehen, dass Leute dadurch sterben können. Und wo ist halt die Grenze bei der Diskriminierung? Das ist natürlich die Frage. Und die Sicherheitsstandards sind mittlerweile realitätsfern. Man sieht ja, dass man High-Density-Seating hat. Aber die Frage ist halt einmal natürlich nicht nur die alternde Gesellschaft, sondern auch nochmal der Aspekt, dass die Menschen auch länger werden. Und damit ist das Thema halt akut, auch für jüngere Menschen. Und nicht nur länger, sondern auch breiter. Also das gibt ja Leute, die ja den einen Sitz, ich sage jetzt mal, ja, wie soll man das jetzt formulieren? Ihr wisst, was ich meine. Und vor allem, wenn ich da sitze mit meinen Schultern,
Ist halt schwierig, wenn man neben mir sitzt, aber da kann ich ja nichts für. Und die Frage ist halt Diskriminierung. Und ja, in den USA gibt es ja Fluggesellschaften wie Southwest, die sagen, wenn du eine gewisse Körperfülle hast, musst du 2 Sitze nehmen und wenn der Flug nicht voll ist, kriegst du das Geld zurückerstattet. Ja, sollten Airlines Sitzplätze nach Fitness und Sicherheit vergeben? Das könnt ihr ja mal beantworten. Die Bundesregierung senkt ab Juli die Ticketsteuer deutlich. Ob die Tickets günstiger werden, würde ich jetzt ehrlicherweise bezweifeln. Die Kurzstrecke geht auf 13,03 Euro von 15,53, 39,34. Auf der Mittelstrecke werden 33,01 Euro. 70,83 auf der Langstrecke werden 59,43. Und die staatlichen Kosten sind in 2026 180 Millionen, bis 2030 355 Millionen. Die Einflussfaktoren Ölpreis, Irankrieg, aber auch die dynamischen Airline-Preissysteme sind natürlich da und werden uns diese Erleichterung ehrlicherweise nicht wirklich weitergeben. Wenn man auch überlegt, ich sage mal 70,83 auf 59,43, das sind 10 Euro ein paar kaputte, ne, über die wir hier gerade reden. Und das ist natürlich mehr Pricing-Spielraum und Margenstabilisierung, das kann man ehrlicherweise sagen, weil Lufthansa sagt, Carsten Spohr sagte mal, also Carsten S. aus M., Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, so ist es richtig, sagt ja mal, dass man pro Passagier keine 10 Euro verdient. Und strategisch ist es natürlich ein Signal pro Luftfahrt, aber wichtig ist halt, ob das jetzt wirklich den Standort Deutschland im Wettbewerb optimiert oder nicht. Und jetzt mal, auch wenn die Ersparnis ankommt von 10 Euro bei so einem Flug, ich weiß es nicht. Oder meinst du, dass die Fluggesellschaften die Marge behalten und vielleicht die Steuer doch sinnvoll ist? Da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Ja, werden Flugtickets wirklich günstiger oder ist das Augenwischerei? Politisch wichtig, praktisch begrenzt. Wirkung hängt natürlich vom Markt ab, aber ich bezweifle, dass Leute deshalb eher fliegen würden. Lufthansa sagt, die Leute fliegen eher weniger, weil die Spritpreise teuer werden und sich gewisse Flüge nicht mehr lohnen. Deshalb wird man 40 Flugzeuge maximal, also man sagt bis zu, stilllegen. Aufgrund des Iran-Kriegs und steigender Kerosinpreise sind jetzt drastische Maßnahmen inklusive Flottenreduzierung am Start. Kerosinpreis hat sich verdoppelt, obwohl Lufthansa mit Hedging über 80% abgesichert ist. Mehrkosten sind trotzdem 1,5 Milliarden Euro. 20 Flugzeuge sind sicher raus, bis zu 40 bei einer Eskalation. Das heißt also, man schaut. Und die Angebotsreduktion wären dann ungefähr 2,5%. Man hat zwar im Moment eine Nachfrageverschiebung auf 60 plus x Flüge. 1600 mehr Flüge im Sommerflugplan sind geplant. Aber es ist halt wirklich wichtig, inwieweit man da diesen Zustand behält. Denn Qatar Airways fängt auch wieder an zu fliegen und wie lange der Konflikt bleibt. Man hört aus dem Weißen Haus ja, dass man keinen Bock mehr auf die NATO hat, aber auch keinen Bock mehr auf den Krieg, was ich persönlich gut finde. Und Passagiere müssen höhere Preis bezahlen, weil es auch weniger Verbindungen, weniger Flugzeuge, weniger Angebot gibt. Und damit ist der Fokus bei Fluggesellschaften halt klar, dass man sich auf profitable Strecken doch konzentrieren möchte. Also da muss man auch sagen, würde ich auch so machen. Ja, Carsten S. aus M. sagt, wir wollen früh vorbereitet sein. Und die Frage ist Lufthansa besser vorbereitet, weil sie das Hedging machen? Werden Airlines wieder zu aggressiv sparen, dass wir es merken? Gerade gestern noch das Essen gelobt im Flug. Ich weiß gar nicht, was bei euch oder wo ich das im Telefonat hatte ich ja meine Currywurst gelobt. Und dann ist es halt eventuell wieder eine dauerhafte Kapazitätsverknappung. Kommt jetzt die nächste Preiserhöhungswelle bei Flugtickets. Dann gibt es eine Promotion in Frankfurt, 100 Jahre Lufthansa, dafür gibt es 100 Punkte. Zum Lufthansa-Jubiläum gibt es 100 Bonusmeilen bei Einkäufen am Flughafen Frankfurt. Ist natürlich ein kleiner und dann auch wirklich ein symbolischer Incentive da zu kaufen. Ich hatte das gesehen am Wochenende, als ich in Frankfurt war. Einmalig sind es 100 Meilen, bis zum 30. April gibt es diese. 1 Meile pro Euro Umsatz, keine Registrierung nötig. Die Stärkung vom Ancillary Revenue, Micro-Incentives für Konsum, klar für Passagiere, aber ich sage jetzt mal 100, also 100 Punkte. Ist halt natürlich
interessant. Sind die 100 Meilen überhaupt relevant für euch? Da wäre ich mal gespannt. Würdet ihr dafür konsumieren? Und ist das einfach sammelt ihr aktiv am Flughafen oder ist euch das egal? Also ich persönlich sammle gar nicht am Flughafen. Ich kaufe immer nur dann, wenn es Sinn macht. Aber am Flughafen sind ja auch leider viele Sachen einfach teurer, wenn man ehrlich ist. Dann gibt es noch eine Promotion von IHG, Double Nights und Double Points Promotion. Und die ist jedoch stark limitiert und leider auch nicht global verfügbar, diese Promotion. Zeitraum ist April bis Mai 2026, zweifache Punkte ab dem zweiten Aufenthalt, zweifache Elite Nights, also maximal 5. Targeted Offer leider nicht für alle. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr diese Offer auch bekommen habt. Ich bin mal gespannt, ob ihr das als großzügig empfindet oder als kniepig. Ups, da gegen die Kamera geknallt. Ich finde es eher kniepig und irgendwie hat man das Gefühl, die Loyalitätsprogramme werden immer schlechter. Also das ist so, Meilen verlieren ihren Wert und so weiter. Fazit können wir natürlich auch zu der heutigen Sendung direkt ziehen, dass Sicherheit versus Realität wichtig ist. Das heißt also, dass wir in Flugzeugen natürlich gucken müssen, ob diese Regelungen noch aktuell sind, weil auch bei Bekleidung und sowas sieht man ja, Menschen werden größer, werden älter und das muss man einkalkulieren. Wenn die 90-Sekunden-Regel da sein soll und es ist über 90%, hat man halt ein Thema. Und Airlines reagieren auf diese geopolitischen Risiken sehr stark mit Flugreduzierungen. Flugzeuge, die nicht profitabel sind, werden rausgeschmissen. Ticketpreise werden wahrscheinlich höher werden, also man merkt den Druck da. Und die Loyalty-Programme werden ja auch immer kniepiger. Man sagt ja die 100 Meilen oder dann auch das bei den Targeted Promotions, wie es bei IHG ist, merkt man ja, dass es da jetzt nicht unbedingt prickelig ist. Ihr könnt wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, aber auch natürlich die Zuschauerfragen beantworten. Und zwar sollten Sitzplätze nach Fitness vergeben werden und sind 100 Meilen relevant? Da wäre ich mal froh, wenn ihr die beantwortet. In dem Sinne, ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Bis dann, ciao.